Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich bin wieder mal hyped as fuck. Ja, man kann es kaum glauben, denn die neuen Updates wurden auf die Server gespielt. Ja, das sieht man daran. Erstmal sehe ich hier unten die Post blinken. Das heißt, wir haben hier erst mal die Information bekommen, dass die Updates da sind. Und wenn man mal einen Blick in die Taverne wirft, gut, hier habe ich meine Daily Quest schon abgegeben, aber zum Beispiel hier oben sieht man 8 von 10, ja. Das heißt, man kann jetzt 10 Mal am Tag würfeln, heißt so viel, das Update ist schon auf den Servern drauf. Wir können mal auf einen anderen Server gucken. Wir gucken mal auf meinem Battle Mage hier. Ja, hier oben ist die Quest, jetzt hängt die hier oben schon an der Toilette dran. Heißt, wenn irgendwelche Events sind, dann ja, kann man hier nicht mehr die Quest abholen, sondern hier oben, und hier ist dann nichts mehr im Weg denn für die Quest sozusagen. Aber was natürlich auch mit dem Update dazu kam, ist der neue Dungeon. Ja, der neue Dungeon. Wir gucken mal rein, da oben haben sie ihn hingetan und er heißt Olymp. Ja, bin ich gegen das Mikrofon gekommen, Entschuldigung dafür. Olymp heißt der Dungeon, der Weg zur Spitze könnte ein echter Marathon werden. Ich bin sehr gespannt, das Ganze auch in der Schattenwelt, also ganz überarbeitet wurde die Map hier nicht irgendwie. Das zählt sogar noch irgendwie zur ehrwürdigen Zauberschule hier dazu, also das Gebäude hier hinter, denke ich mal, oder? Ist das schon der Olymp? Nee, ich glaube, das war vorher schon da. Aber das hier zählt auf jeden Fall zum Olymp. Und ich werde jetzt was machen. Natürlich werden wir den Dungeon versuchen, bis zum Schluss durchzupilzen und alle Gegner mitzunehmen. Und ja, ich hoffe mal gucken. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Aber natürlich müssen wir den Dungeon erstmal freischalten. Das heißt, wir müssen uns erstmal auf den Weg in die Festung begeben und dort zur Edelsteinmine. Und da müssen wir erstmal den Schlüssel rauskriegen. Ja, wir haben die Chance, jetzt den Schlüssel zu bekommen. Ich hoffe mal, ich werde nicht so lange brauchen, bis ich ihn bekomme. Und ich werde jetzt was machen. Ich werde jetzt was machen, was ihr zu Hause lieber nicht nachmachen solltet. Das ist wieder eine absolute Ausnahme und ich hoffe wirklich, dass er relativ zügig kommt, weil sonst, ja, breche ich nämlich ins Essen. Ich werde die Mine skippen und hoffen, dass wir den, ja, Schlüssel für den Olymp bekommen. Ich habe eine Zeit lang wirklich sehr, sehr Pech gehabt mit den Schlüsseln, aber ich hatte auch mal eine Zeit lang wirklich sehr, sehr großes Glück. Dadurch, dass ich mein Glück aber in letzter Zeit aufgebraucht habe, habe ich nicht so ein gutes Gewissen, so ein gutes Gefühl dabei. Komm jetzt noch mal, ey. Nicht so gut. Das tut natürlich weh. Ich sag mal so, die 10 Millionen Gold, die schmecken natürlich, aber für die Pilze, ihr kennt ja meinen Playstyle. Yes, da haben wir den Schlüssel. Okay, gut, ging noch klar. Ja, wir haben den Schlüssel gesehen, so sieht er aus. Wir gucken ihn uns gleich nochmal im Inventar an. Da ist das gute Ding. Ja, der Charon-Schlüssel. Hier haben wir ihn. So sieht das Teil aus. Sehr, sehr krass. Würde ich jetzt mal schätzen, ja, weiß ich nicht, ob das für die Ober- oder Unterwelt ist. Könnte beides sein. Ich denke mal, der sieht relativ hell aus. Ist vielleicht für die Oberwelt. Man kann ja beides bekommen. Oder ich kann zumindest beides bekommen. Es ist für die Unterwelt. Es ist für die Schattenwelt. Nein, ich will den Licht-Dungeon. Die Schattenwelt wird doch wahrscheinlich noch zu schwierig sein. Komm, jetzt. Ja. Wir haben beide Schlüssel bekommen. Und das sogar relativ... Ja, für relativ wenig Pilzeinsatz, sag ich mal. Also ich hatte, nur um das mal am Rande zu erwähnen, ich hatte auch schon ja, Free Tries gehabt. Da habe ich 17 Mal, das war glaube ich das höchste bei Hermoridor, 17 Anläufe gebraucht, bis ich so einen Schlüssel bekommen habe. Nur mal um zu erwähnen, was möglich ist. Ne? So sieht der Schlüssel aus für die Lichtwelt auch natürlich. Sehr, sehr nice. Schlüssel des Hephaistos. Also mit der Mythologie bin ich ja eher weniger bewandert, muss ich sagen. Also ich interessiere mich sehr stark dafür. Also ist sehr, sehr interessant. Aber auskennen tue ich mich, muss ich ehrlicherweise gestehen, nicht wirklich damit. Deswegen, ja, wir werden den Dungeon öffnen.
Und er wurde jetzt auch schon geöffnet für die Lichtwelt. Und wir schauen mal rein, wer der erste Gegner ist. Und zwar ist es die singende Sirenen oder singende Sirenen sozusagen. Zu Level 210. Kann man das noch Gesang nennen oder ist es schon Körperverletzung? Ja? Verursacht Eisschaden, widersteht Eisangriffen. Das ist jetzt komplett neu mit den Runenschaden, der jetzt hier angerichtet wird sozusagen. Das ist jetzt eine komplett neue Sache. Das gab es vorher so nicht, ja. Und das ist auf jeden Fall ziemlich... Alter, was für Edelsteine wir jetzt mittlerweile bekommen. Das ist ziemlich cool, dass es jetzt so erwähnt wird, auch nebenbei. Ich muss mal schauen, ob ich hier nicht gleich ein bisschen Platz machen kann im Inventar. Wenn nicht, dann verkaufe ich die Sachen noch. Wir gucken uns den ersten Kampf an. One-Hit. Natürlich, One-Hit, das Ganze, ja, haben wir zerstört. Und auch, ja, jetzt kriegen wir natürlich auch wieder ein paar schöne Items. Ich denke mal, ich werde das hier verkaufen, damit ich hier noch ein bisschen zusätzlichen Platz im Inventar habe. Wir gucken auf den Gegner Nummer 2 im Olymp und es ist... das ist natürlich sehr interessant. Das ist die Zeichnung, die wir schon bei Marvin Clifford im Stream gesehen haben, ja? Polyfilm der Zyklop heißt er hier. Und ja, da war ich tatsächlich auch live dabei, als er das gezeichnet hat. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und da unten hat er auch irgendwo ein Haus gezeichnet, wo man von ausgeht, dass es eh nicht zu sehen ist. Es ist auch sehr schlecht zu sehen, ja. Vielleicht wurde das auch weggemacht oder so. Überarbeitet. Oder das hier, das könnte, ja, ich weiß nicht ganz genau, irgendwo hat er noch eine Schaukel hier gezeichnet, wo man sagt, nee, die sieht man eh nicht. Weil man konnte ja als Zuschauer da auch im Livestream von Marvin Clifford mitbestimmen, was man noch reinmalen kann in die Zeichnung. Und jetzt hier die Zeichnung so fertig zu sehen, ja, mit den Entscheidungen von dem Livestream-Chat sozusagen, das ist ziemlich, ziemlich cool und feiere ich auf jeden Fall sehr. So, Etage 2, ob er wohl mit einem blauen Auge davon kommt. Die Wortspiele wieder hier am Start, ja. Das ist natürlich sehr nice, den Humor verlieren sie auf jeden Fall nicht. So, wir haben einen Gegner mit Blitzschaden, ne? Und wieder steht natürlich auch Blitzschaden, ganz klare Sache. Wenn der Gegner Blitzschaden hat, dann ist er auch resistent gegen Blitzschaden. Allerdings für uns noch keine Herausforderung großartig, ja. Die Erfahrung hält sich hier auch noch in Grenzen, sag ich mal. Epic haben wir auch nicht bekommen, aber machen wir weiter. Hier haben wir den Cerberus, den Wächter zur Unterwelt, würde ich mal sagen. So viel weiß ich auf jeden Fall über diesen dreiköpfigen Hund. Dieser Höllenhund lässt keine Lebenden in die Unterwelt. Du weißt, was das für dich bedeutet, ja. Das heißt für uns im Umkehrschluss quasi, dass wir uns da mit einem Fingerschnippen vorbei sippen. Keine Ahnung. Ja. Wir werden natürlich den Wächter zur Unterwelt hier aus dem Weg räumen, als wäre es nichts. Ja, und haben ihn hier auch an der Stelle besiegt. Sehr nice, noch haben wir keine Probleme hier in der Lichtwelt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Da haben wir die Medusa. Medusa übrigens auch ein Gott, sag ich mal, eine Ebene, hier eine Etage im Olymp, die ich auch live verfolgt habe bei Marvin im Stream, auch hier mit den ganzen Schlangenköpfen und so. Dann haben wir hier einmal so eine Magierkopfschlange, dann haben wir hier die Brillenschlange, das ist auch sehr nice, ja, so eine Gladiatorschlange hier. Da konnte man auch mit entscheiden. Hier haben wir noch so eine Ente hier oben. Ja, das war auch noch eine Entscheidung irgendwie von... Also das finde ich ziemlich nice. Das muss ich schon sehr sagen. Das ist ziemlich, ziemlich cool, dass das Ganze hier mit in den... im Spiel jetzt mit einintegriert wurde. Alles, was man sich gewünscht hatte im Stream, hatte Marvin gezeichnet. Und so wurde das jetzt auch schlussendlich übernommen. Und sehr, sehr cool auf jeden Fall, dass man das jetzt so, das fertige Endprodukt auf jeden Fall hier jetzt so zu sehen bekommt. Ja. Wenn Blicke töten könnten, ja, verursacht Eisschaden. Ich dachte immer, die Medusa, die versteinert durch ihren Blick ihre Gegner, aber gut, dadurch wirst du ja, glaube ich, automatisch auch getötet, oder? Ja, ich denke mal, wenn man ein lebender Stein ist, dann ist das auch nicht so angenehm, denke ich mal. Es sei denn, man wohnt unter einem Stein wie Patrick, dann könnte das Ganze ganz angenehm sein. Wir kämpfen mal, labern nicht so lange rum hier, ja. Und auch die Medusa scheint für uns noch keine großartige Herausforderung darzustellen. Den Gegner haben wir an der Stelle auch besiegt. Graben uns die Erfahrung mit
Und dann haben wir hier die Athene, ja, oder Athene. Gegen die Göttin der Strategie brauchst du eine gute Taktik, ja. Verursacht Feuerschaden. Ich glaube irgendwie, ja, Göttin des Krieges oder so, auf jeden Fall eine ziemlich geschickte Kriegsherrin, würde ich mal jetzt so behaupten, einfach so aus dem Stegreif. Ja, ich habe mich wirklich nicht viel beschäftigt. Ich denke mal, Zeus wird uns auch noch hier auf dem Weg begegnen. Das könnte eventuell der Endgegner sein. Wir kämpfen und ja, wir können ja mal so ein bisschen auf die Stats achten, aber momentan, gut, ist da noch nicht viel zu beachten bei. Wir haben wieder eine Waffe bekommen, ein Epic, ja. Ein Oster-Epic haben wir hier bekommen, weil wir haben ja momentan gerade Ostern. Und ja, aber nicht weiter für uns natürlich interessant, dieses Item hier. Und deswegen werden wir uns mal direkt zur nächsten Ebene wagen. Und hier haben wir den Herkules am Start, ja. Sieht nach einer Herkules-Aufgabe für dich aus, ja. Mal gucken. Wir werden es herausfinden. So, mal schauen. Ein Gegner, ich hatte jetzt gar nicht drauf geachtet, aber das sieht mir sehr nach Blitzschaden aus hier, was er austeilt. Hatte ich jetzt nicht drauf geachtet. Schon ein bisschen härter, ja, aber für uns natürlich auch kein Problem. So, das bewahre ich mir mal auch auf, weil das kostet 10 Millionen und wenn ich das der Hexe gebe, dann habe ich 20 Millionen Stonks. Profit auf jeden Fall. So, Ares haben wir hier. Deine letzten Worte. Der Gott des Krieges. Der Gott der Krieges. Endlich ein ebenbürtiger Gegner. Der Gott des Krieges, endlich ein ebenbürtiger Gegner. Okay. Feuerschaden, Ares werden wir attackieren. Ja, und, na gut. Wenn er natürlich so einen heftigen Crit frisst, dann hat er jetzt nicht mehr so viel zu lachen hier. Wir nähern uns schon langsam der 300 Millioner Grenze, also langsam kommen wir in unser Gebietchen rein. Allerdings vom Schaden her noch nicht weiter ausschlaggebend für uns. Und, ja, Beute 1,4 Millionen nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Sind jetzt aber schon bei der Ebene 8 von 10. Deswegen werden wir schauen. Poseidon, ja, oder Neptun, ich weiß nicht ganz genau, was man da so, ja, wo da der Unterschied ist oder ob das verschiedene Glaubensarten sind oder ja, einfach nur andere Bezeichnungen. Ja, der Gott des Meeres sozusagen. So. Freunde werdet ihr wohl nicht mehr. Seine Freundin Medusa und seinen Sohn Polyphem hast du nämlich bereits kennengelernt, ja. Okay, gut, haben wir gleich ein bisschen seine Freundin Medusa. Ich habe auch nicht gedacht, dass er die Freundin ist hier von Poseidon. Stufe 420, ja, ist mir gleich aufgefallen. Und wir appreciaten nochmal das toll designte Bildchen hier mit den ganzen Details hier mit der Muschel als quasi als Nippelschutz sozusagen. Hier noch so ein Entchen. Das Entchen hatten wir auch schon gesehen gehabt bei Medusa. Ja, bei Medusa war es, genau. Ja, und hier so ein kleiner, ja, Tintenfisch oder sowas hier drauf als Hut sozusagen. Gut, wir greifen ihn an. Wir gönnen uns den Gegner. Natürlich hat er auch diesen, ja, oh, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Halt diesen, ne, womit man halt die, ja, ich werde wieder geroastet in den Kommentaren, ich sehe es jetzt schon. Womit man halt, ja, Harpune war es, glaube ich, gewesen, ja. Das passt natürlich auch super hier zum Poseidon, ganz klare Sache. Und das Level-Up nehmen wir uns natürlich auch noch free mit. Das werden wir gleich weiter investieren hier, obwohl so viel Gold haben wir gar nicht. Gut, werden wir das mal der Kunigunde geben. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall am meisten. So viel Epics haben wir jetzt gar nicht bekommen hier. Das hält sich sogar noch ganz schön in Grenzen. So, wir sind bei Etage 9 von 10 angelangt. Und jetzt haben wir Hades. Alter. Ohne Scheiß, jetzt mal wirklich. Ist der geil designt oder was? Sieht der nicht nice aus? Also wirklich, das ist krass. Ja, Hades haben wir auch schon im Vorab gesehen als unfertige Zeichnung sozusagen oder noch nicht koloriert. Die Zeichnung war an sich schon fertig, aber es wurde noch nicht so koloriert. Und ja, das ist ziemlich krass auf jeden Fall. Sieht sehr, sehr böse aus und gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Der König über die Toten wird nach diesem Kampf auch dein König sein. Also irgendwie wollen die immer mir was Böses, habe ich das Gefühl, diese Dungeon-Gegner, ja. Und auch die Beschreibung, ja, ist immer sehr
sehr, sehr kitzelnd, sag ich mal auf jeden Fall. Ja, sehr provokant formuliert. Verursacht Feuerschaden und wir greifen ihn an. Mal gucken, wie sieht's denn aus? Der hat natürlich auch eine coole Waffe am Start. So, und haben ihn an der Stelle auch besiegt. Epic bekommen, ja, noch deutlich unter unserem Niveau, 300 Millionen Erfahrung, nehmen wir uns mit. Und somit kommen wir jetzt zum letzten Gegner für diese Folge. Das Epic werden wir uns hier mal reinspeichern noch. Und es wird wahrscheinlich der Gottfaser himself sein. Zeus, der Gott aller Götter sozusagen, ja. Und der wird bestimmt Blitzschaden machen, da gehe ich mal stark von aus. So, Olymp, wir gucken rein. Zack, der letzte Gegner, Alter. Ey, mal wirklich ohne Scheiß, wie cool ist das denn designt? Und vor allen Dingen, man beachte seine Bizepsgröße, ja, das ist wirklich sehr, sehr gut getroffen. Haben sie sich, glaube ich, so ein bisschen an mir orientiert, denke ich mal jetzt, aber es ist okay auf jeden Fall. Ja, Leg Day wird auch nicht geskippt, das ist auch immer sehr, sehr wichtig, ja. Zeus, Stufe 500. Tipp, bei Gewitter sollst du Eichen, Weichen und Buchen suchen. Die Beschreibung, die sind halt wirklich, ja. Blitzschaden haben wir hier am Start, Olymp, Etage 10 von 10, der letzte Dungeon-Gegner für diese Folge. Wir drücken auf Kämpfen und werden schauen, was er hier uns entgegenzusetzen hat. Aber ja, wir sehen es bereits, nicht allzu viel. So, und das war's dann auch schon wieder mit dem Dungeon hier in der Lichtwelt, mit dem Olymp. Den haben wir hier erfolgreich bezwungen. Ja, ein relativ einfacher Dungeon, sag ich mal, für mich zumindest. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall, oder einer der nächsten Folgen, werden wir auf jeden Fall den Olymp in der Schattenwelt abchecken und uns da natürlich auch genauso durchpilzen wie jetzt hier durch diesen Dungeon und werden schauen, wie weit wir dort kommen werden. Aber für diese Folge soll es erstmal gewesen sein soweit, sonst wird das Ganze hier auf jeden Fall zu lang und das möchte ich auch nicht. Deswegen denke ich mal, ist das Ganze so in Ordnung und so haben wir das ja bei den letzten Dungeons auch schon gemacht, dass wir das in 2 Videos unterteilen. Gut, alles klar, wir haben den Gegner Dungeon hier bezwungen, Olymp besiegt, erfolgreich, haben wir durchgerockt, einfach so nebenbei aus dem Handgelenk geschüttelt. Und falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.